Warum ist diese Quietscheente ein politisches Symbol? Entwickelt hat die sogenannte Rubber Duck der Künstler Florentin Hoffmann und er schickte sein Werk um die ganze Welt. Das Werk soll Freude verbreiten. Wow, tiefsinnig. Aber dann wurde es ernst. Ihr kennt ja sicher das Foto vom Tiananmen-Massaker, wo sich dieser Mann den Panzern entgegenstellt. 2013 wurden von Leuten in China dann die Panzer durch Quietscheenten ersetzt, um die Zensur zu umgehen. Inspiration war die Rubber Duck, die da gerade in Hongkong war. Wir kämpfen gegen den Staat. Und wie? Mit Quietscheenten. Seitdem ist die Ente immer wieder zum Protestsymbol geworden. In Brasilien, Thailand, Russland, staatlicher Repression wird hier ein harmloses Symbol entgegengesetzt. Wenn ihr Bock auf mehr Kunststories habt, dann kauft mein Buch Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist Kunst.